Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind mal wieder in unserer Heimat im Schwarzwald. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen und wir haben einen sehr beliebten Kompakt-SUV aus Japan dabei, nämlich das Modell, das in drittem Facelift im Modelljahr 2019 im September in selbigen Jahr auf den Markt kam, nämlich den Mitsubishi ASX. Vielleicht in aller Kürze, was ist neu? Eine neue Optik, die sich mit der Front zumindest am Eclipse Cross, mit dem Dynamic Shield orientiert. Wir haben einen neuen 2 Liter Saugbenziner mit 150 PS. Wir haben endlich wieder Allrad. Wir haben optional ein CVT Automatikgetriebe in diesem Auto. Im Innenraum hat sich auch ein bisschen was verändert. So viel vielleicht zum Auto. Erstmal, was werden wir zusammen mit dem Mitsubishi ASX machen? Wir werden ihn natürlich, wie er hier leicht angetaut dasteht, außen anschauen. Wir werden natürlich fahren, das gehört zu so einem Fahrbericht dazu. Wir werden dieses Auto mit seinen Wettbewerbern im Markt eben preislich und mit dem Marktstart einordnen. Ja, eben alles machen, was aus meiner Sicht ehrlicherweise und hoffentlich auch aus eurer zu so einem vollen Review aus dem Schwarzwald mit dem Mitsubishi ASX dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, dann geht es jetzt auch los. Und auch übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de. Ansonsten findet ihr auf uns Instagram, Facebook, YouTube. Auf Instagram habt ihr auch so einen AR-Face-Filter. Schaut da vorbei, abonniert die Kanäle, macht die Glocken an. Macht mich glücklich. Zu meiner Person, ich bin übrigens der Jan. Hallöchen. Und jetzt geht's auch los mit unserem Review zum Mitsubishi ASX. Viel Spaß dabei. Ja, Freunde der gepflegten automobilen Konversation, kommen wir zu meiner Einordnung von unserem Mitsubishi ASX. Das bedeutet, ich werde euch probieren zu erklären, wo kommt der kompakte SUV her, wo will der Japaner hin und wie kann man diese Kombination eben in dem riesigen Wettbewerbsumfeld einordnen. Erstmal, dieses Auto hat sich weltweit seit der Markteinführung 2010 in 90 Ländern 1,32 Millionen Mal verkauft. Was sehr viel ist. Hauptmärkte sind Amerika, ist Europa, ist Australien, ist China bei diesem Auto. Und dann ist es natürlich in dem Segment schwierig zu sagen, wir haben jetzt ein Auto seit 2010 auf dem Markt und machen nichts dran. Ja, früher hatten so Facelift oder neue Modelle mal so einen Tonus von 7 Jahren. Inzwischen ist es ähnlich wie bei Handys immer schwieriger. Man modernisiert die Modelle immer schneller. Und so kam es dann zustande, dass 2012 schon das erste Facelift auf den Markt kam, 2016 das zweite und jetzt 2019 das dritte. Das sagen viele, Mensch toll, mein ASX wird ständig modernisiert. Andere sagen, wieso kommt nicht endlich jetzt mal ein komplett neues Modell? Das wird wohl in 2-3 Jahren erwartet. Hier steht nun mal das Facelift jetzt, das wir heute besprechen wollen. Dann habe ich eine Zahl gelesen, ja, Mitsubishi verkauft mehr Autos an Privatleute als Audi oder Opel. Hat mich überrascht, liegt wohl am günstigen Einstiegspreis. Ich weiß es auch nicht, oder die anderen verkaufen so viel über Flottenverträge. Ja, und dann ist mein Job natürlich in diesem Segment über die Wettbewerber zu sprechen. Und das ist das absolute Boomer-Segment, denn alle Leute wollen kompakte SUVs, wo sie ein bisschen höher sitzen, und das hat man hier. Was hat man? Man hat natürlich in Deutschland die Rockstars um den VW Tiguan zum Beispiel, Seat Ateca, Skoda Karoq haben wir. Wir haben den Ford Kuga, wir haben den Mazda CX-30. Jeder Hersteller hat versprochen was in diesem Segment, weil die wollen ja alle ein Stück vom Kuchen abhaben. Hier steht jetzt eben die neue Generation. Was macht die aus? Eine leicht veränderte Optik, angeglichen ans Familiengesicht, ein größerer Motor, ein bisschen anderer Innenraum, endlich Allrad und ein CVT-Getriebe. Aber was wir jetzt machen wollen mit diesem Auto, was mir ehrlich gesagt sehr gut gefällt, wir werden uns mal mit dem eingetauten Look hier beschäftigen und ich zeige euch, was den im Modelljahr 2019 ausmacht, Freunde. Besprechen wir also ein bisschen die Optik von unserem ASX. Ja, und der kommt zwar im September 2019 auf den Markt, heißt aber Modelljahr 2020. Manchmal ist die Arrhythmie in der automobilen Sprache schon ein bisschen eigen, ne? Was ich euch sagen kann ist, ja, das Gesicht hier beim 2019er oder eben 2020er Facelift schmiegt sich deutlich an den großen Bruder Outlander und den Crossover Eclipse Cross an. Das bedeutet natürlich, wir haben hier vorne, was es jetzt neu in 3 Farben gibt, in einem Braun, in einem Rot zum Beispiel, ja, eine Front,
die mehr Chrom hat und sehr bullig daherkommt. Aber erstmal, was hat sich verändert? Wir haben LED-Leuchten hier vorne, sehr schmal, die sind neu angeordnet. Wir haben hier Nebelleuchten in so einem Vierer-Design und das ist von vorne schon ein sehr extrovertierter Auftritt. Und was macht Mitsubishi inzwischen aus? Genau das Dynamic Shield, ein angedeuteter Kuhfänger hier vorne mit diesem riesigen Chromelement, mit einer riesigen Öffnung hier vorne mit großem Mitsubishi-Zeichen drauf. Das gefällt mir schon gut. Und hier unten ist es dann ein richtiger SUV, denn er hat hier so einen angedeuteten Unterfahrschutz. Viel Chrom, angedeutete Lufteinlässe, viel Lifestyle. Für manche zu viel, für manche ist das Design vielleicht unrund. Mir gefällt dieses Auto aber hier vor allem in der Lackierung mit dem Blau und dem Schwarz und dem Chrom schon gut, weil es vielleicht auch ein bisschen was anderes ist. 4,37 Meter ist er lang, unser ASX, und damit ein typischer Kompakter. Wir haben hier 18 Zöller drauf und ich finde, zu so einem Auto passen die schwarzen Felgen toll. Und beim SUV brauchen wir auch große Felgen, denn kleine Felgen in so einem großen Auto sehen doch irgendwie merkwürdig aus. Es geht aber schon bei 16 Zoll Felgen in der Basis los. Und schauen wir dann hier drumherum, haben wir was sehr Typisches, nämlich einen schwarzen Plastikschweller und schwarze Beplankung, Plastikbeplankung um die Radhäuser. Da oben haben wir auch was zu SUVs inzwischen dazugehört. Wie Autos wahrscheinlich zu mir, nämlich eine Dachreling, hier schwarzes Glasdach, sehr schön, eine Chromumrandung um die Fenster, hinten abgedunkelte Scheiben, hier vorne die Kieme habe ich erwähnt. Das ist ein typisches Lifestyle-SUV, schaut es euch an und er gefällt mir sehr gut. Die Flosse da oben gefällt mir nicht so gut. Und wenn wir jetzt die angetaute Optik hier hinten anschauen, dann macht das schon was her, ne? Wir haben vorne die LED-Scheinwerfer in ihrer Form leicht verändert und in ihrem Platz. Wir haben hinten die LED-Rückleuchten, die mir sehr gut gefallen, groß sind, in die Kofferraumklappe reinragen. Hier steht es drauf ASX, Mitsubishi-Zeichen. Ja, und hier unten haben wir eben wieder einen Unterfahrschutz. Hier angedeutete Auspuff, Endrohre, sehr schön hier. Das ist schon wirklich gut ausgeformt. Wie gesagt, für manche zu unrund. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil es halt auch mal was anderes ist. Ja, und dann spricht man bei so einem Auto, was hier hinten abgedunkelte Scheiben hat, natürlich auch davon, wie nützlich ist er denn? Und der ist sehr nützlich, denn er hat ein Kofferraumvolumen von 406 bis 1206 Liter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Tiguan hat ein bisschen mehr, der Ateca hat ein bisschen mehr, aber das ist für mich trotzdem gut und klappt man dann halt die Rückbank um. Wir haben hier auch so eine kleine, dünne Plastikwanne drin, die den Kofferraum dann vor Schmutz schützen soll. Also klappt man die Rückbank um, haben wir dann 1206 Liter und damit kann man eigentlich aus meiner Sicht all das transportieren, was im Alltag halt eben so anfällt. Aber was wir jetzt machen wollen ist, natürlich mal auf die Rückbank springen, Friends. Ja, kommen wir zu zwei Dingen. Erstmal eine Sache, die mich bei diesem Auto so ein bisschen stört, die ich ein bisschen nervig finde. Stellt euch vor, ihr seid an der Tankstelle, wollt tanken, wollt hinten einfach aufmachen und dann müsst ihr hier diese Klappe ziehen, bis die Tanköffnung hinten aufgeht. Hat natürlich den Vorteil, es kann mir niemand Sprit klauen, wer auch immer sowas macht. Aber hat den Nachteil, man muss immer dran denken und ja, finde ich ein bisschen anstrengend. Jetzt wollen wir allerdings drüber sprechen bei unserem 4,37 Meter langen ASX. Wie viel Platz ist auf der Rückbank? Und ja, natürlich, Platz im Kofferraum ist wichtig, habe ich schon gesagt, der Wert ist okay. Aber die anderen haben teilweise ein bisschen besseren. Wie viel Platz ist auf der Rückbank? Können meine Kinder da sitzen? Können meine Freunde da sitzen? Und ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich bin 1,37 Meter, nein, ich bin 1,88 Meter groß, Auto ist 4,37 Meter lang. Ich sitze erhöht hier hinten, was trotzdem interessant ist, ich stehe mit dem Kopf an der Decke an. Das liegt daran, zum einen, dass wir hier ein Panoramadach drin haben. Und ja, die hohe Sitzposition ist gut, dass ich mit dem Kopf anstehe, nicht. Für die Knie habe ich ein bisschen Platz. Ich habe hier auch eine Mittelarmlehne, was sehr modern ist. Hier hinten ist dieses Auto auch sehr solide, gut verarbeitet. Klar haben wir so ein bisschen Hartplastik in den Türen, Plastiklandschaft. Das ist aber ehrlich gesagt in diesem Segment nicht unnormal.
Nicht unnormal, ja. Wir haben hier auch Kopfstützen, die man hoch und runter fahren kann. Ansonsten ist es hier hinten einfach sehr solide, mit bisschen Chrom, relativ bequem, wie gesagt, gute Übersicht. Aber dass ich in dem Segment mit dem Kopf anstehe, ist, glaube ich, nicht so cool. Was wir jetzt machen wollen, ist uns mal vorne anschauen, was es da so Neues gibt. Und erstmal mache ich das Panoramadach hier oben auf und jetzt wird's hell, was mir sehr gut gefällt. Das ist ein riesiges Panoramadach, finde ich wunderschön in solchen Autos. Und kommt man hier rein, dann ist natürlich die große Frage, was haben die Japaner beim Facelift gemacht? Hier innen ehrlich gesagt nicht so viel. Die Materialien sind solide, gut verarbeitet. Wir haben allerdings viel Plastik und ob man mit den Wettbewerbern, vor allem aus dem VW-Konzern, hier mithalten kann, weiß ich nicht. Dafür hat man einen sehr guten Einstieg und sehr gutes Preisniveau. Muss man eben Abstriche machen. Die Sitze, die knarren ein bisschen, geben nicht zu viel Seitenhalt, sind auch nicht perfekt gepolstert. Muss man wissen, ist ein Teil der Wahrheit. Und man sucht hier drin nach Neuerungen beim Facelift dann auch schon lange. Zum Beispiel hier für die Klima, die Drehregler sind neu. Und insgesamt wirkt es hier drin schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Deshalb habe ich gesagt, ja, Mitsubishi, eine neue Generation wäre ganz gut. Wir haben hier vorne dann ein kleines Display digital, dass man hier über diesen Knopf, über diesen Info-Knopf ändern kann. Da sieht man dann den Durchschnittsverbrauch, Tripanzeigen, Bordcomputer, eben die Reichweite, links die Drehzahl, rechts haben wir den Tacho. Und dann haben wir hier das 8 Zoll große SDA2 Infotainment, das eigentlich ganz gut ist. Serie sind 6,5 und das ist jetzt auch 1 Zoll größer geworden als beim Vorgänger. Ist ein Touch-System mit Home da unten, Navi, ist ein TomTom-Navi hier drin, Media, Phone. In dem ganzen Auto eine induktive Ladeschale suchen wir zum Beispiel vergeblich. Die gehört aus meiner Sicht rein. Dafür haben wir 2 USB-Stecker. Sitzheizung hier in der Mitte. Die Knöpfe wirken auch schon ein bisschen älter. ASG off und hier die Assistenten bzw. das ESP aus. Dann ist hier die 5-Gang-Handschaltung sehr aufrecht. Das Auto ist sehr ergonomisch angeordnet. Nicht zu viel Schnickschnack. Wir haben Platz in den Türen, viel Stauflächen. Hier ein Cupholder, da vorne nochmal ein Fach. In der Armauflage haben wir noch Platz hier drin, was gut ist. Man sitzt wirklich gut, sehr fahrerorientiert hier alles. Lenkrad ist nicht zu dick, liegt gut in der Hand, hier mit einem Zierelement drin. Dann haben wir die Sprachsteuerung, das Handy hier drauf, einen Modusschalter nochmal hier, wo wir dann das Radio anmachen können. Wir haben auch noch Drehregler, es ist auch nicht zu digital und für Ältere vielleicht auch noch gut bedienbar. Hier ist der Tempomat dann drin, da unten ist noch ein Handschuhfach und ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erklären hier drin. Wir haben relativ wenige Knöpfe, was schön ist, ein Start-Stopp-Knopf, also beschäftigen wir uns mal hier mit dem Infotainment. Auf Home haben wir hier eben Multimedia, wo wir dann Radio haben, wo wir über Apple CarPlay, Android Auto das Telefon hier verbinden können. Telefon haben wir hier eben, was wir verbinden können. Einstellungen haben wir hier sehr intuitiv, sehr gut, wirklich nicht zu viel Schnickschnack. Die Infos zum System haben wir hier. Apps haben wir theoretisch auch. Navi, eine große Karte, Media, Phone und das ist es dann. Ein Auto eben. Zu viel gibt es da einfach nicht zu erklären und das wird was für manche sein, wo sie sagen, ich will halt von A nach B kommen, ich will einen solide verarbeiteten Innenraum mit nicht zu viel Schnickschnack, weil das kann ich eh nicht bedienen, schon gar nicht bei der Fahrt. Schaut euch die Kritik beim neuen Golf an. Bei Tesla finden sie es alle cool. Hier ist es alles ein bisschen mehr basic und das ist ja für manche genau das Richtige. Außerdem kann man sich hier innen vor allem mit dem Panoramadach wohlfühlen. Klar, wenn man sich den Himmel hier anschaut mit den Materialien, dann ist es was, wo man sagt, ist halt dann auch für das Geld so, aber das ist wirklich okay, wirklich aushaltbar. Was wir jetzt allerdings machen wollen, ist rausgehen und über den Motor sprechen, Freunde. Motor Talk, sprechen wir über die Antriebe in unserem ASX. Die Antriebe, es gibt weiter nur einen Antrieb zur Auswahl und das ist dann wie im Sozialismus eine relativ leichte Wahl, nämlich nehmen oder nicht nehmen. Und aus dem 1,6 Liter Saugbenziner mit 117 PS wird jetzt hier ein 2 Liter Saugbenziner mit 150 PS. Und das ist natürlich cool. Aber sprechen wir erstmal um die weitere wichtige Neuerung. Wir haben einen Allradantrieb zur Wahl, kostet 1.900 €. Den bekommen wir aber nur in Verbindung mit dem stufenlosen CVT-Getriebe, was 6
Gänge simuliert. Also wir müssen beides nehmen, CVT und Allrad, wenn wir eben Allrad oder Automatikgetriebe wollen. Ich mache euch dieses Auto hier mal auf. Ja, und es ist interessant, denn es gibt ja nicht mehr so viele Saugbenziner und jetzt sprechen wir über die Leistungsdaten. 190 km/h wird er schnell, 195 Newtonmeter maximales Drehmoment und dieses Auto, ja, was 1355 Kilogramm wiegt, beschleunigt in Verbindung mit der 5-Gang-Handschaltung. Der hat nur eine 5-Gang-Handschaltung, das ist wichtig, muss man wissen. In 10,2 Sekunden auf Tempo 100, 11,7 braucht CVT in Verbindung mit Allrad, also wesentlich länger, was für die Handschaltung spricht. Was gegen sie spricht, ist, dass sie eben nur 5 Gänge hat. Der Normverbrauch bei diesem Auto ist angegeben mit 7 Litern. Ich habe 8 gebraucht und das war wirklich ganz okay. Ich mag den Motor, der klingt gut. Ich mag Saugbenziner wirklich. Ich finde, es muss nicht immer ein Turbobenziner sein. Und jetzt spricht man vielleicht kurz dann über das Automatikgetriebe und eben den Allrad. CVT dreht immer ein bisschen hoch, wird ein bisschen lauter und der Allrad hier drin ist ganz gut, denn normalerweise ist dieses Auto frontgetrieben, im Automatikmodus 98% der Kraft vorne, 2% der Kraft hinten und bedarfsgerecht kann das Auto dann 50-50 Verteilung machen. Wir können aber auch den Antrieb vorne sperren, also dass wir nur den Antrieb vorne haben, soll halt dann dem Verbrauch zugutekommen. Wir können aber auch 1,5 mal die Kraft nach hinten bekommen, also quasi hauptsächlich Heckantrieb einstellen. Was cool ist, sehr flexibles System. Hier drin haben wir jetzt allerdings die 5-Gang-Handschaltung und den Frontantrieb, was einfach den Vorteil hat, dass dieses Auto im Preis ein bisschen geringer ist und dann macht dieses ganze Paket hier auch ein bisschen Sinn. Was wir jetzt allerdings machen wollen ist, durch den Schwarzwald fahren mit diesem Auto, denn darum geht es ja bei unserem Review. Es wartet meine und hoffentlich auch eure Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich das Fahren. Es hat sich bewährt, dass ich euch den Schlüssel zeige. Das ist ja der ASX-Schlüssel. Weg damit. 2 Liter 4-Zylinder Saugbenziner, 150 PS Frontantrieb. Ja, und wir haben hier drin die 5-Gang-Handschaltung. Da geht dieses Auto an und jetzt fahren wir einfach mal los. Führerscheinprüfung bestanden. Und wir merken 195 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das Auto piepst, heißt Glatteisgefahr, fahren hier in den Reben und man merkt, beim 1355 Kilo schweren Auto, da geht so ein bisschen was, denn der ist einigermaßen durchzugskräftig und ein SUV, denn man kann hier drin ein bisschen Spaß haben. Natürlich ist er tendenziell komfortabel gefedert, er hat nicht den höchsten Federungskomfort, das heißt kleinere Schlaglöcher bringt er auch an den Innenraum dann, aber die Handschaltung hier ist gut, die ist knackig, aber man muss auch sagen, ja okay, die hat halt nur 5 Gänge. Wenn ihr ein CVT-Getriebe wollt, was den Nachteil hat, dass es halt sehr hoch dreht, ein bisschen lauter wird, aber 6 simulierte Gänge hat, dann müsst ihr 1500 € lunzen. Wollt ihr den Allrad, müsst ihr 1900 € lunzen. Jetzt haben wir hier ja natürlich so ein bisschen Frost. Und wir sind im Schwarzwald, es geht hoch und runter in den Reben und ich vermisse kein Allrad hier drin, ehrlich gesagt. Ich schalte nicht besonders gerne, deswegen würde ich vielleicht das CVT-Getriebe nehmen, auch wenn ich davon nicht ein riesen Fan bin und ich vermisse hier den 6. Gang. Aber wollt ihr ein Allrad, ja, dann ist der natürlich teuer und die große Frage ist, braucht er den, wenn er in den Alpen wohnt? Ganz bestimmt. Aber warum kaufen die Leute eigentlich SUVs und nicht reine Geländewagen? Ja, die wollen Pkw-artiges Fahrgefühl, wie hier drin, wollen gleichzeitig aber ein bisschen höher sitzen, höheres Gefühl von Sicherheit und Komfort empfinden und ein bisschen bessere Bodenfreiheit haben, vielleicht den einen oder anderen Bordstein hochkommen und das schaffen sie hier drin mit unserem ASX und gleichzeitig können sie eben ein bisschen Spaß haben. Der Motor, ja, das ist, denke ich, die größte Errungenschaft hier beim Fahrgefühl, denn der ist richtig toll, der ist durchzugskräftig, es muss nicht immer ein Turbo sein hier. Ja, seine 150 PS passen nahezu perfekt zum Auto und dann ist es natürlich immer ein Kompromiss aus Preis und Leistung und hier drin ist der Verbrauchswert gut. Angegeben ist er mit 7 Litern, was beim 1355 Kilo schweren Auto schon sehr gut klingt und ich habe mit diesem Motor wirklich nur 8 Liter gebraucht, nahezu egal wie schnell ich hier auf der Autobahn gefahren bin, man kommt sowieso nur 195. Ja, man wird sowieso nur 195 km/h schnell. Auf der Autobahn ist dieses Auto auch sehr komfortabel, sehr solide. Ich bin gerade in ein schwarzes Loch reingefahren. Ja, so ist es. Ich würde sagen, die Fahreigenschaften hier von diesem Auto, die sind natürlich nicht die modernsten. Fahrmodusschalter fehlt.
Es fehlen adaptive Dämpfer zum Beispiel hier drin aus meiner Sicht, zumindest optional, aber das ist halt ein Preis-Leistungs-Auto und dafür ist es aus meiner Sicht völlig solide. Wir haben hier einen Tempomaten zum Beispiel auch drin. Wir haben hier eine Rückfahrkamera, die jetzt vielleicht nicht das beste Bild macht. Hier seht ihr das. Und da muss ich sagen, bekommt man für diesen Preis bei den Japanern schon eine ganze Menge Auto. Aber ich komme schon wieder viel zu viel zum Fazit. Was ich mache, ist Auto ausmachen, aussteigen und euch ein Fazit zeichnen. Ja, der ASX ist einer der Bestseller von der japanischen Marke Mitsubishi. Kommen wir zu meinem Fazit. Und ich habe mir überlegt, ja klar, das Auto hätte wirklich eine neue Generation verdient. Wahrscheinlich sind die Japaner damit auch ein bisschen spät dran, aber es ist jetzt hier das dritte Facelift von diesem Modell. Und das kann eigentlich auch schon ganz viel. Aber bevor ich diesmal inhaltlich damit anfange, will ich über den Preis reden. Dieses Auto, was im September 2019 vorgestellt wurde, ja, das beginnt bei einem Einstiegspreis von 20.990 € mit Frontantrieb, mit 5-Gang-Handschaltung. Aber da ist dann schon einiges drin, wie LED-Leuchten vorne, hinten, eine Klimaautomatik und ein Licht- und Regensensor zum Beispiel. Der ist schon einigermaßen gut ausgestattet und das für den Preis ist ein wirklich knackiges Angebot, muss ich euch sagen. Das Auto gibt es in den Ausstattungsvarianten Basic, also eine Basisvariante noch wirklich, die dann auf den Einstiegspreis von 20.099 kommt. Wir haben Intro Edition, das ist eine Edition, die es bis Ende 2019 geben soll. Manchmal verlängern Hersteller sowas auch. Plus Intro Edition Plus und Top. Und da habe ich mir die Preise angeschaut, bin dann maximal auf einen Höchstpreis von 32.890 gekommen. Relativ voll, was geht in der Ausstattungsvariante Top. Und dann habe ich gesehen, Intro Edition Plus, die haben nochmal einen Preisvorteil von 3.000 €, die abgezogen werden. Und die Intro Edition ist dann teilweise billiger als die Basis. Da ist es relativ kompliziert. Und ganz im Ernst, da müsst ihr ein bisschen im Konfigurator rumspielen und einfach schauen, was euch taugt. Jetzt kommen wir allerdings zu meiner Einordnung vom Auto. Das ist ein SUV-Segment, was halt kompakt ist, was die Leute mögen. Sie sitzen ein bisschen höher, finden Parkplätze, haben aber nicht zu großes Auto, vernünftigen Verbrauch, vernünftigen Einstiegspreis auch und das ergibt wirklich Sinn. Die Optik bei dem Auto gefällt mir ausgesprochen gut. Die ist modern, die ist ein bisschen anders, muss ja nicht jeder ein Tiguan oder ein VW-Konzernprodukt fahren. Der Innenraum ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, kann aber mithalten. Der Motor kann mit den Verbrauchswerten mithalten. Schade ist, dass wir die Wahl nicht haben. An CVT-Getriebe muss man sich gewöhnen und eine 5-Gang-Handschaltung mag auch nicht jeder. Aber was wir bei Mitsubishi bekommen, ist ein ja fast schon unschlagbares Preis-Leistungs-Angebot bei diesem Auto, was vielleicht erklärt, dass die Japaner auf dem Privatmarkt mehr Autos verkaufen als Audi oder Opel, wenn es denn stimmt. Nachzählen kann ich es nicht. Ja, das war meine Einordnung vom ASX. Mit den Fahrwerten bin ich auch sehr zufrieden. Das Auto fährt sich sehr angenehm. Lasst mir gern eure Meinung zu eurem alten, neuen oder eurem Vorhaben da, dieses Auto zu kaufen. Würde mich interessieren, auch zu meinem Review. Ich bin immer dankbar über Kritik, solange sie dann positiv ist. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, macht die Glocke an, nutzt unseren AR-Face-Filter mit der Tachonadel im Gesicht. Werdet mein Freund. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und ja, wenn ihr uns abonniert, sehen wir uns bald und ihr dürft mich Janni oder was auch immer nennen.